Hallo, heute ist der Tag, an dem unser Graben geschlossen wird, finally. Und zwar mit Kopfsteinpflaster. Weil der Prozess, das Kopfsteinpflaster zu verlegen, hier so richtig begleitet war von schlechtem Wetter und Kälte, haben wir ein paar Einstellungen verloren, ein bisschen Material ist verloren gegangen und deswegen füge ich jetzt ein paar Handy-Einstellungen ein. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Ein neuer Tag auf dem Bau beginnt mit einer Fahrt in einem Auto voller Schotter. Nun haben wir das ganze Grabenbett mit Schotter ausgelegt und es sieht so aus. Heute haben wir einen Rüttler und damit verdichten wir den Boden, bevor Split drauf kommt. Und dann kommt das Kopfsteinpflaster. Das ist der Rüttler. Drüben hilft Pierre. Wir sind mit dem Graben mittlerweile so weit, dass schon Split drin liegt und jetzt werden die Kopfsteinpflastersteine neu reingelegt und das zeige ich euch jetzt. So sieht es jetzt hier bereits aus. Die allererste Reihe ist schon gelegt und nach hinten ist überall Split. Hier sind schon die ersten Steine draufgelegt und hier geht es jetzt weiter. Das war schon die Split-Abladetour, mehr passt nämlich eh nicht in unser Auto. Und jetzt wird Müll eingeladen. Tja, beim Müll wegbringen gilt wirklich das Sprichwort, langsam ernährt sich das Eichhörnchen. Es ist eine langwierige Aufgabe, aber es ist auch langsam Progress zu sehen. Der Schutzberg wird kleiner. Jetzt befinden wir uns in einem Auto voller Bitumen. Bitumen ist weggefahren und jetzt widmen wir uns dem Holz. Welcome back zu einem Auto voller Holz. Hallo und willkommen zu einem neuen Tag im Land des Kopfsteinpflasters. Es regnet mega krass, deswegen habe ich einen Pavillon über mich gebaut und jetzt wird weiter Pflaster gelegt.
Hier haben wir jetzt schon Pflaster gelegt. Und hier geht es jetzt weiter. Ein weiteres Stück ist geschafft. Langsam wird es richtig spät und deswegen geht es morgen weiter. Ein neuer Tag auf der Baustelle beginnt mit Kopfsteinpflaster. Was wir geschafft haben bereits, zeige ich euch jetzt. Hier dieser Teil wurde gestern im Regen verlegt. Und ja, hier geht es jetzt weiter.
Jetzt regnet es zu stark und es gibt auch keine Steine mehr. Und von daher ist für heute erstmal Schluss. Kurzer Recap. Diese ganze Fläche haben wir jetzt schon belegt mit Steinen. Ich zähle jetzt einmal durch, wie viele das sind ungefähr. Und dann kann ich für hier drüben abschätzen, wie viele noch gebraucht werden. Hier habe ich jetzt 7,20 Meter verlegt und das waren 338 Steine. Wo sind wir wohl heute? Hallo, wir sind beim THW und holen Steine ab. Wir haben eine riesige Quelle Steine aufgetan, haben uns einen Anhänger ausgeliehen und jetzt fahren wir Steine. Ein neuer Tag auf der Baustelle beginnt mit einem altbekannten Thema. Split Kopfsteinpflaster. Diesen Haufen Steine haben wir glücklicherweise umsonst bekommen. Und hier bin ich jetzt gerade dabei, es zu verlegen. Es ist wirklich kaum zu fassen, aber es hat genau gereicht von den Steinen. Und der letzte Stein hat das Pflaster wirklich komplettiert. Es ist mal wieder magical. So sieht jetzt hier der Anschluss aus. Und nach da hinten geht's weiter. So sieht jetzt hier das komplette Kopfsteinpflaster aus, das wir verlegt haben und auch wieder gerüttelt haben. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass wir keine Gartenlandschaftsbauer sind, keine Profis darin, Kopfsteinpflaster super akkurat zu verlegen. Zudem ist es auch so, dass das Pflaster, was wir vom THW glücklicherweise umsonst bekommen haben, ein bisschen anderes Format hatte als das Kopfsteinpflaster, was hier vorhanden war. Und vielleicht erinnert ihr euch, in dem Video, als wir hier den Graben geöffnet haben, hat man gesehen, dass der Bagger da auch richtige Betonplatten rausgenommen hat, unter denen gar kein Pflaster war. Was überhaupt der Grund dafür ist, dass wir neue Kopfsteinpflastersteine besorgen mussten, weil eben einfach nicht ausreichend vorhanden war. Unter den Betonplatten war ja keins. Und deswegen ist es so ein bisschen hubbelig, aber für unsere Zwecke, vor allem während der Bauphase, jetzt wirklich echt okay. Und gegebenenfalls können wir dann, wenn wir mal hier wohnen, da wo es ein bisschen Ausbuchtungen gibt, das nochmal öffnen und nochmal ein bisschen Erde rausnehmen, Split neu reingeben und dann eben bündig mit der Oberfläche verschließen. Hier sieht man das ganz gut, dass es da eben so ein bisschen einen Hubbel gibt und da hinten gibt es auch noch einen Hubbel. Hier sieht man das wirklich ganz gut. Letztlich, das könnte man nochmal korrigieren, aber für unsere jetzigen Zwecke ist der Boden wieder sehr gut verschlossen und wir freuen uns, dass wir die nächsten Projekte angehen können. Zusammenfassend kann ich auf jeden Fall sagen, dass es, obwohl es durchaus anstrengend war und zwischendurch krass geregnet hat, ich mir irgendwie ein Pavillon aufbauen musste, um das Pflaster hier zu verlegen, es durchaus auch so sehr meditative Aspekte hatte, die Steine eben auszusuchen, zu schauen, welcher passt als nächstes gut, die dann da reinzuklopfen. Das hatte irgendwie schon so ein sehr geerdetes Feeling und das habe ich dann mitunter auch sehr genossen zu machen. Leider ist halt ein bisschen Material verloren gegangen. Es war einfach so, dass wir nass und unterkühlt nach Hause gekommen sind, immer nach den Tagen hier. Und ja, da ist scheinbar beim Kopieren ein bisschen was verloren gegangen. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem einen guten Überblick darüber bekommen, wie wir hier das Pflaster verlegt haben. Und freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da, abonniert den Kanal. Schaut gerne mal auf unserer Patreon-Seite vorbei. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ciao!